Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget, aber ich muss es einfach nochmal erwähnen, ja. Ich habe momentan einfach so viel Spaß mit Instagram, das ist echt unglaublich, ja. Und die ganzen Beiträge, die da von euch auch mit reinkommen, das ist echt nice und motiviert mich selbst auch. Wir haben ja so eine kleine Sport-Fitness-Challenge da am Laufen, zumindest so oft trainieren, wie es geht im Jahr und das dann halt als Tagebuch festhalten. Und ich bekomme da Einsendungen von euch, dass ihr da auch teilweise Leute da mitmachen und dass sie da auch motiviert sind. Und wenn man dann sowas beim Sport dann auch noch liest, dann ja, freut einen das gleich doppelt so doll und wird man auch gleich nochmal so motivierter denn dabei. Das macht mir auf jeden Fall momentan sehr, sehr viel Spaß, muss ich echt ehrlicherweise gestehen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, ich habe mich am Anfang immer so ein bisschen gegen Instagram entschieden, aber irgendwie ja, ist das so ein bisschen Vlog-mäßig so, als ob man jeden Tag so einen ganz kleinen Vlog irgendwie am Start hat. Das finde ich ganz nice an Instagram so. Ich habe ja auch Twitter so, ne, aber da kannst du halt nicht diese Videoschnipsel die ganze Zeit so, da kannst du vielleicht deine Gedanken in einem Tweet äußern oder so, aber hier kannst du halt jeden Bullshit so hochladen, so, ne, also das, was ihr eh schon von mir gewohnt seid auf meinem Kanal, also da ändert sich auch qualitätsmäßig am Content auch gar nichts, ja. Und eine zweite erfreuliche Sache, bevor wir gleich wieder mit dem Video starten, ja. Die SF-Projektgilde ist fast voll, 41 Mitglieder sind hier am Start, ja. Ein, zwei sind hier vielleicht so ein bisschen inaktiver, aber am meisten, ja, die meisten sind doch inaktiv, haben jetzt auch einen Discord-Server und ich hätte nicht gedacht, dass hier tatsächlich sich so viele Leute finden, die da Bock drauf haben, ein Projektchart zu erstellen, ja. Also wer da noch in die Gilde rein will, schreibt entweder mir oder Keksi oder Spieleboy oder Kortrak, ja, einen von den Offizieren auf jeden Fall. Und dann könnt ihr euch dann noch einen von den letzten Plätzen sichern. Hätte ich echt nicht gedacht, dass da so viele ja, die Motivation dafür aufbringen, so ein Projekt. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice, muss ich sagen. Gut, kommen wir nun zu meinem Charakter. Ich weiß gar nicht so ganz genau, was wir hier heute mal machen werden. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, sagte optimistisch der eine Gletscher zum anderen in Betracht auf die Erderwärmung. Wir werden sehen. Da müssen wir mal Props raushauen jetzt hier, ne? Da müssen wir einfach mal die Props rausgehustelt werden jetzt an der Stelle einfach mal, ja. Der ist nämlich auf diesen anderen IQ-Level unterwegs. Gut, ja, wir werden jetzt erstmal was in die Toilette schmeißen, so. Wir sind ja drauf und dran, tatsächlich die letzte Kloaura-Stufe, ja, den Füllstand zu füllen für die letzte Kloaura-Stufe sozusagen, ja. Bin ich auch schon sehr hyped drauf, auf jeden Fall. Und ja, machen wir erstmal so den Daily Stuff hier, erstmal so ein bisschen Arena-Farm so und ein bisschen Dungeon-Kämpfe machen, zumindest die Free-Tries. Ich bin hier bei Stumbledore jetzt die ganze Zeit am Angreifen. Ja, ich schon ein paar Mal fast besiegt bekommen, ja. Die anderen Gegner, weiß ich nicht. Ja, Osteros könnte man noch vielleicht probieren, aber ansonsten sieht es da eher aussichtslos aus als alles andere. Und ja, da wir eh schon hier die Quest mit dem PvP-Equipment angenommen haben, ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir die jetzt da gleich so ja, annehmen. Also ja, war eh schon zu spät, wollte ich damit sagen. Gut, Unterwelt, können wir mal reinschauen. Da haben wir schon lange nicht mehr reingeschaut hier. Ist mir mal gerade so aufgefallen. Ich habe auch schon seit Dekaden, ja, kein Dings mehr angegriffen hier. Keinen einzigen Gegner in die Unterwelt gelockt, weil ich so oder so genug Seelen gesammelt habe, ja. Und deswegen, ja, wozu soll ich hier noch irgendwelche Leute angreifen? Ja, gut, Zeitmaschine, ja, weiß ich nicht. Lassen wir mal noch ein bisschen laufen. Ich möchte unnötig Level abkommen und damit weniger Erfahrung gainen, sozusagen. Deswegen lasse ich die mal vielleicht noch so ein bisschen gefüllt, bis wir dann kurz vor dem Level up sind und dann können wir uns die mit der Zeitmaschine vielleicht grabben. Ja, das könnte man eventuell machen. Ja, momentan, ich wollte gerade gucken, ob ich alles verzaubert habe. Ich meine, ja, eigentlich, ja, ich bin mir da immer sehr unsicher. Und klar, natürlich, hier habe ich meine Sachen nicht verzaubert, weil die mich da schon mal einige darauf hingewiesen haben. Du hast deine Handschuhe nicht verzaubert, aber das sind ja die Farming-Handschuhe so, ne? Und meine richtigen Handschuhe, die ich für Arena und so was nutze, die sind natürlich verzaubert. Ja, den Gürtel habe ich dementsprechend auch nicht verzaubert, weil der eh schon verzaubert ist und dann switche ich den einmal und dann kann ich mein 11. Bier süppeln, ja. Deswegen, was soll das jetzt noch da drauf so, ne? Also von daher Käse, ja, also brauche ich nicht doppelt und dreifach. Stimmt, ich habe es gerade unten links gesehen, ich bin relativ gut gerade in der Ehrenhalle vertreten, ja.
ist ganz nice auf jeden Fall. Und sind auf Platz 14. Ich glaube, mein Peak, was ich hatte, also nicht mein Ass-Peak, sondern die höchste Platzierung, die ich glaube ich hatte, war in den Top 10. Ich glaube irgendwie 6 oder 7 oder so. Irgendwie so in dem Dreh. Irgendwie so in dem Dreh wie Beyblades. So ungefähr. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall stehen wir in den Top 20 jetzt schon ganz gut da. Und ich weiß aber nicht, wie lange sich das halten wird, weil das immer... Ja, Alter, guckt euch mal die Quests an, wie schlecht die einfach sind. Boah, ist das schlecht. Vor allen Dingen hier die 37er bringt halt mehr als die rote Quest hier. Alter. Und die ist trotzdem Garbage hier, die Quest. Aber bleibt uns nichts anderes übrig, müssen wir annehmen. Ja, das ist natürlich dann so, ja, da kann man schon mal so langsam überlegen, lohnt sich jetzt schon irgendwie so ein bisschen auf Gold zu spielen, weil man sieht halt, man ist eh schon am Cap, Erfahrung kommt nicht mehr wirklich bei rum, die Lucky Coins, die lassen auch zu wünschen übrig, ja, also momentan macht sich Verzweiflung breit auf jeden Fall. Und dann bekommen wir hier einen Gürtel, den wir zur Hexe bringen können, das ist natürlich sehr nice. Das freut mich immer sehr. Und den, ja, der bringt kaum Gold, den zerlegen wir mal. Der gab auch relativ gut Kristalle, würde ich mal behaupten. Meistens zerlege ich immer die Waffen, weil die ist Schrott, die bringt nicht so viel. Weil die meistens immer 500 bis 600 Kristalle geben pro Waffe. Kosten zwar auch 2 Slots, ne? Aber, ja, das zerlege ich jetzt nicht. Aber meistens zerlege ich sowieso nicht 5-mal am Tag, obwohl man das vielleicht machen sollte. Aber dann sind meistens immer so Sachen dabei, die noch relativ viel Gold geben und dann investiere ich das lieber in die Skill Points hier so, also in die Basiswerte, ja. Ja, ist schwierig. Ist schwierig auf jeden Fall. Gut, sind wir soweit durch hier auf dem Server. Gucken wir mal, was es hier so zu machen gibt auf dem Battle Mage. Schauen wir da mal kurz reinstecken. Portalangriff, mal alles so ein bisschen im Speedrun sozusagen. Kriegen wir den Gegner? Nö. Das dauert noch ein bisschen, aber das ist auch nicht so schlimm. Der Battle Mage, da muss man ja auf jeden Fall Geduld haben. Kann ich meine Begleiter eigentlich? Ne. 2 Level schon nicht geskillt, aber zum Glück haben wir genug Gold auf der hohen Kante wie Dagobert Duck. Ja, und Mist, jetzt bin ich wieder auf die Taverne gekommen, das heißt, die Quest wurde automatisch jetzt schon angenommen mit meinem Level-Equipment. Sehr cool auf jeden Fall, das freut mich, dass ich wieder hier so professionell unterwegs bin. Das ist sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und ja, die kommen gelegen, das ist ganz nice hier. So, dann haben wir die auch wieder aufgestockt und dann drehen wir hier auch mal komplett am Rad. Komplette Eskalation hier. Und ja, das war es auch schon mit der Quest wieder, sehr nice. Was ist das denn hier? Hä? Oh. Oh, ja, hier hätte ich jetzt fast einen Fehler gemacht. Ein Glück gucke ich da nochmal rauf. Hier schleicht sich nämlich immer ab und zu mal ein Item unten links in die Ecke. Eigentlich müsste ich das Ganze mal auf die andere Seite legen, weil hier unten links immer die ganzen Items zuerst immer hinkommen. Und dann werden die nämlich ausgetauscht mit den Items hier und dann verwechsel ich die manchmal. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Das kommt mal in die Mitte, damit das hier nicht stört. Weil ich habe mir das auf die linke Seite zuerst gelegt, hier alles. Aus dem Grund, also weil ich das anfangs immer so rübergezogen habe hier. Weil dann geht das schneller, wenn das auf den beiden Spots hier ist. Dadurch, dass ich aber Rechtsklick mache, ist es halt egal und deswegen ist es egal, wo die sich befinden. Deswegen kann ich das auch genauso gut hier machen, so, ne, und dann Rechtsklick drauf. Ja, macht halt jeder so, wie er denkt, ne, also wie es für ihn besser ist, so, ne. Ja, da gibt es nicht wirklich irgendwas, was jetzt großartig schneller oder schlechter ist oder besser oder, ja, keine Ahnung. So, gucken wir nochmal auf den Biber Berserker rauf, nochmal ganz kurz. Und was haben wir denn hier? Hier können wir was ausbauen. Ja, was kann man denn hier am besten ausbauen? Was bin ich denn am Ausbauen? Edelsteinmine? Wäre eine Option, ne? Wir sind jetzt Festungsstufe 20. Vielleicht ein bisschen die Edelsteine pushen, das wäre, glaube ich, eine Option. Weil die Ressourcengebäude, die brauche ich jetzt sowieso nicht mehr. Ja, Verteidigung ist ja komplett weggelassen worden. Ich glaube, ich mache die Edelsteinmine hoch hier. Ausbauen.
Ja, das ist, glaube ich, das Beste so. Und vielleicht noch die Ritterhalle nochmal ausbauen, so. Und dann können wir hier auch wieder ein bisschen was abholen. Ja, dann sieht das schon mal wieder relativ solide aus hier. Auf dem Server schaffe ich gar nichts, was hier Dämonenportal angeht. Ja. Deswegen, ja, brauchen wir da eigentlich das auch gar nicht. Jetzt erstmal versuchen. Wie gesagt, ich bin aber auch auf dem Server jetzt, also auf den beiden Servern hier, also auf meinem Berserker und meinem Krieger, der hier jetzt auch noch rankommt. Warte, da muss ich mal kurz auf meinem Krieger, der hier rankommt. Da bin ich natürlich nicht so gut unterwegs, ne, ist ja klar. Weil das sind die letzten beiden Accounts, die ich hier noch so verfolge. Aber ich versuche trotzdem einigermaßen immer so ein bisschen relativ aktiv zu sein. Ja, die Pets, gut, habe ich hier jetzt komplett vernachlässigt. Aber zumindest so ein bisschen, ja, so ein bisschen ein Scheindasein führen. Ja, und deswegen. Ja, war es das erstmal soweit für heute und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und falls der Fall sein sollte, könnt ihr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.